Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier in meinem Kanal. Mein Name ist André und das ist André läuft aus Buenos Aires. In diesem Video gebe ich euch einen kleinen Rückblick der letzten 5 Wochen in Europa mit dem krönenden Abschluss des Berlin-Marathons. Doch es ging los mit der Mega-Finisher-Medaille. Wo ist doch Numero para? Da ist die Mega-Finisher-Medaille als erster Deutscher, als erster Europäer auf der Welt habe ich diese Medaille. Guckt ihr euch an. Die ich aus Asunción mit nach Berlin gebracht habe. Ich bin noch immer der erste Europäer, der erste Deutsche, der diese Medaille trägt, weil ich in Südamerika die 5 großen Marathons gelaufen bin. Ja, der erste Stopp war der Halbmarathon, der Borsig-Halbmarathon in Berlin-Reinickendorf, den ich zusammen mit Conny laufen konnte. Green Team wieder vereint hier, diesmal aus Berlin. Heimatkontinent. Genau, bei bestes Wetter. 21 Kilometer Berlin-Reinickendorf, Halbmarathon, let's get. Der erste Halbmarathon nach vielen Jahren in der Hauptstadt, den offiziellen, den ich laufen durfte. Letztes Jahr lief ich den 10 Kilometer Adidas City Night und das war dann dieses Mal der zweite offizielle Lauf seit vielen, vielen Jahren. Weiter ging es dann mit kleinem Zwischenstopp in Belgrad. Ich bin jetzt hier nach 2 Kilometern an krassen Gebäuden vorbei. Hier, wie ihr seht, eine Festung, wo die vorher ihre alten Panzer ausfahren. Sehr interessant. Es ging nach Athen, wo ich den Athen-Halbmarathon lief. Von da aus dann wieder zurück nach Berlin und es ging los, die Berlin-Marathon-Woche. Es ging los mit 5 Kilometer, so ein Warm-up, so ein Pre-Lauf. Herzlichen Dank. Dankeschön. Es hat echt Spaß gemacht. Auch dieses Flair, die ersten Kilometer auf der Marathonstrecke zu laufen, war unglaublich motivierend, unglaublich gut und hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weiter ging es dann nach diesem Samstag zum Sonntag, der große Tag, der Berlin-Marathon. Berlin-Marathon, 42 Kilometer, heute mit Conny. Oh ja! Mein erster wirklich großer Marathon meines Lebens. Am Start waren viele 10.000 Leute. Ich glaube offiziell waren es 60.000, insgesamt 80.000 mit den Skatern und mit den 10.000 Leuten, die am Tag zuvor, wie ich auch, die 5 Kilometer gelaufen sind, es war unglaublich viel los. An einem Straßenrand drängelten sich Millionen von Leuten. Doch hier erstmal einen kleinen Einblick, ein paar Bilder von diesem für mich sehr großartigen Erlebnis.
so gut als Zeit. Dankeschön. Zieh! Hey! Komm, Conny. Ja, Resümee, Rückblick. Ich fand es unglaublich gut. Es war ein wirklich toller Marathon. Ich habe fast immer, wenn ich in irgendwelchen anderen Kanälen reingeschaut habe, über diesen Marathon gelesen oder Informationen erfischt habe, waren die fast immer negativ, weil den Leuten war es zu warm, es war schlecht organisiert, es war zu viel los, bla bla bla. Also dieses typisch, aus meiner Sicht, deutsche, ja, jammern auf sehr hohem Niveau. Für mich war dieser Marathon ja fast perfekt. Das Wetter, natürlich war es nicht. Es war nicht frisch, es war kein optimales Marathonwetter, aber es war doch wunderschön. 23 Grad, dabei zu laufen, es waren keine 30 Grad, Jungs und Mädels. Es waren 23 Grad und natürlich war es nicht das optimalste Laufwetter, aber ja, es war ein wunderschöner Marathon mit dieser Begeisterung an der Seitenlinie, mit diesen vielen Millionen Leuten, die den Läufern zugejubelt haben, mit den vielen Ländern, die vertreten waren. Ich glaube, 161 Nationen sind gestartet. Das ist doch, ja, was will man mehr? Das war ein riesengroßes Gaudi, ein riesengroßes Erlebnis. Und für mich war es einer der besten Läufe, die ich jemals hatte in meinem Leben. Und es hat, ja, wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Hier nochmal der Zieleinlauf vom Berlin-Marathon. Grandios war das. Zusammen mit Conny bin ich das Ganze gelaufen. Die letzten Kilometer gegenseitig motiviert, gegenseitig den Schubs gegeben, es erfolgreich mit dem Ziel unter 4 Stunden es zu schaffen. Jetzt heißt es kämpfen, Conny. 36 Kilometer, wie geht's dir? Ja, es sieht ganz schön, muss man ehrlich sein. Ich hatte Nuss, aber die Beine laufen noch. Also was will man mehr? Dranbleiben, Kopf ausschalten, laufen. Und das haben wir geschafft. Also wir wollten auch beide keine Bestleistung. Wir wollten einfach locker Spaß haben, unter 4 Stunden bleiben und das Erlebnis genießen. Und das Ergebnis dann war es, ja, ich glaube 3 Stunden 44 oder so. Kann sich sehen lassen für einen locker, fröhlichen und ja, wunderschönen Lauf. Jetzt wieder hier zurück im sonnigen, wunderschönen, frühlingshaften Buenos Aires geht es für mich weiter, natürlich mit Eims, mit vielen Läufen. Schon bereits nächste Woche geht es los mit 15 Kilometer Carrera Verde, ein Lauf hier im Zentrum der Stadt in Palermo durch den Bosque de Palermo. Mal schauen, wie das Ganze wird. Danach, das Wochenende, geht es dann weiter mit 15 Kilometer der Sao Conny Lauf, auch wieder in Palermo. Ich glaube, ähnliche Strecke, ähnlich wie dieser Lauf wird es auch dann wieder verlaufen. Und 15 Kilometer ist ja nicht so mehr die lange Strecke für mich, aber die Motivation ist natürlich groß dabei, mit vielen tausend Leuten am Start zu sein und am Ende die Finisher-Medaille in die Hand zu haben. Es ist immer noch was ganz Besonderes für mich. Danach geht es weiter. Ein 10 Kilometer Lauf etwas außerhalb der Stadt ist der Puma San Isidro Lauf. Wird auch spannend werden. Gute Sache, glaube ich. Den habe ich schon das letzte und das vorletzte Jahr mitgemacht. Falls ihr meinen Kanal verfolgt, ihr euch vielleicht daran erinnern könnt, letztes Jahr war ich verspätet dort, musste das Lauffeld von hinten aufrollen, aber hat auch gut funktioniert. Dieses Jahr gebe ich mir größte Mühe, pünktlich da zu sein. Von da aus dann geht es auch weiter zu einem nächsten Marathon. Ich habe mich angemeldet in Paraná in Brasilien für ein 42 Kilometer Marathon. Mal schauen, wie das wird. Das wird der letzte Marathon dieses Jahr garantiert werden.
Mal schauen, ob ich eine Bestzeit erreichen kann. Da habe ich mir eigentlich vorgenommen, noch mal alles zu reißen. Aber wie gesagt, eigentlich heißt es immer nur Spaß haben und mit Freude dabei zu sein. Von da aus dann geht es das Wochenende da drauf weiter zu einem 10 Kilometer Nachtlauf hier in der Stadt, hier in Porto Madero sogar. Und dann werde ich ja ein neues Projekt angeht, und zwar ein Backyard. Backyard Ultra in der Provinz Santa Fe, sind so ungefähr 500 Kilometer von der Stadt entfernt. Ein gutes Format, wollte ich schon seit Jahren laufen. Ich weiß, das ist gerade in Deutschland groß in Mode durch vielen Influencern, die vor wenigen Wochen diesen wie ist der Last Soul Ultra Marathon bla gelaufen sind. Wollte ich immer schon mal machen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Format. Mal schauen, was dabei rauskommt. Hier in Santa Fe, wo ich das dann laufen werde, ist komplett neu. Teilnehmerzahl ist ungefähr 30 bis 40, hat man mir gesagt, findet dort das erste Mal statt. Wird wahrscheinlich die Organisation noch etwas holperhaft sein, aber was soll's, ich wollte es laufen, mal schauen, was dabei rauskommt. Bin gespannt, muss noch einiges organisieren. Ich weiß noch nicht, ob ich hinfliege oder hinfahre, wie ich das mache, ein Zelt mitnehme oder was auch immer. Ich weiß es noch nicht. Das kommt noch auf mich zu, das werde ich die nächsten Tage planen und dann schauen wir mal, was dann am Ende dann bei rauskommt. Ansonsten, bis Ende des Jahres, wie gesagt, stehen noch einige Läufe an bei diesem wunderschönen, wie ihr seht, schönsten frühlinghaften Wetter hier in Buenos Aires in Argentinien. Die Tage werden länger. Das Wetter ist wunderschön, schön sonnige Temperaturen. Bei euch in Deutschland, wie ich weiß und sehe, wird es kalt, frostig und die Tage immer kürzer und dunkler. Und darum bin ich auch wieder hier. Also, das war es erstmal von mir. Nächste Woche, wie gesagt, neues Video. Ab jetzt immer mittwochs, denn meine Zeit ist jetzt momentan etwas beschränkter, denn die Arbeitszeit ist stärker geworden. Ich habe viel mehr zu tun als noch im Winter und deswegen brauche ich auch mehr Zeit, um die Videos zu schneiden und fertig zu machen. Aus diesem Grund verlagere ich immer jetzt die neuen Videos erfolgen dann, wie gesagt, immer mittwochs hier an gleicher Stelle und ich grüße euch, liebe Grüße gehen raus aus Buenos Aires an euch in Deutschland oder wo auch immer ihr seid. Liebe Grüße, euer André.